24 Angler. Wegfisch, vamos. 12 Teams. 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! 1 Zielfisch und 1 Pokal. Der YPC BASS 2024 wird euch präsentiert von B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe Bass-Enthusiasten und willkommen zur zweiten Episode des YPC BASS 2024. Wir sind weiterhin in Gruppe A, wo es an Tag 1 in den ersten Angelstunden munter losgegangen ist. Vor Beginn der zweiten Halbzeit führten die beiden Franzosen von Fish Ship, die hier bisher einen extrem starken Eindruck hinterlassen haben. Dahinter rangieren CWC mit einem schon jetzt sehr soliden Top-Water-Ergebnis und die amtierenden Champions vom B1 Bootscenter, die zwar noch keinen richtig großen, dafür aber bisher die meisten Bass fangen konnten. Japan-Star Ken Iobe und sein Partner Christian Biret grooven sich so langsam ein und stehen mit 4 Wertungsfischen auf Platz 4. Während sich das spanisch-französische Duo von Rapala mit einem kleinen Bass immerhin angemeldet hat. César und Jonathan von FishUs hingegen konnten ihre geballte Bass-Erfahrung bisher noch nicht in Fische umwandeln und liegen momentan punktlos auf dem letzten Platz. Die Spanier sollten sich zeitnah etwas einfallen lassen, denn um die Chance auf eine Fullcard zu wahren, müssen sie heute noch mindestens 3 Wertungsfische einreichen. Und bei Windstille und fast senkrechter Sonneneinstrahlung sind die Bedingungen momentan alles andere als optimal. Jedenfalls zum Angeln. Hello guys, welcome back for the second episode from the water. Team Catch with Care is ready to give you some nice action. We went in for a little dive. Because it's steaming hot. And it's really nice in here. Yeah. Maybe we should stay in. Maybe we stay and catch the fish by hand. Yeah, no. Okay guys, see you in the episode. Bye bye. We are checking some new spots. We are trying some new techniques. We need some top water fish in this lake because we have some high hopes for some lankers here. So stay tuned and let's go. Episode 2 now. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Tageshälfte, haben schon im ersten Vormittag ganz gut gefangen. Niklas hat einen schönen Kilo-Bass, davon brauchen wir mehr. Ja, und auf jeden Fall drückt uns die Daumen. Jetzt geht's los. Wir schauen noch kurz auf die Karte. Team Rapalas Position liegt zu Beginn der zweiten Halbzeit ziemlich in der Mitte, während 10 Feet Under und FishUs sich ganz im Süden befinden. B1 und CWC haben sich nach wie vor wenig bewegt und betreiben Mini-Spot-Hopping in der östlichen Bucht. Melanie und Sylvain wiederum haben diese verlassen und stehen nun am Anfang des nordöstlichen Ausläufers. Und da scheint auch direkt was los zu sein. Direkt. Prends ton temps. Prends ton temps, pas de soucis. C'est de ma gueule mes selles ou quoi? C'était... Il n'y a pas trop la canne droite. Génial. Boom! Cool, good fish on the drop shot. 1 to 5. 1 to 5. Cool. Nice, good job. We release it? Vas-y, vas-y. Okay.
De toute façon, il faut que je ressorte un verre. Tu fais ras du bord, non? Oui. Hein? J'ai fait une animation. Pardon? Une animation. Ouais, ras du bord. Donc. Ras du bord. Fisch Nummer 5 und nach wie vor haben Melanie und Sylvain keinen Bass unterhalb der Kilomarke gefangen. Chapeau! Wenn es hier so weitergeht, werden sich alle anderen Teams ganz schön strecken müssen. Quick little tip, if you are fishing with jigs, this is called a jig with the skirt, and then there's the weed guard. So this particular one is normally made for mainly fishing in structure like trees and in really heavy cover, and those weed guards are sometimes really strong, and they are really tough to bend over. So what I do in these conditions, because there's not a lot of trees or anything in the water, is to cut off like half of it, and that way it will be more soft. So it's easier for the hook set. And yeah, that's just a little quick tip. Okay, so I changed my t-shirt because it's so hot. I can put a hoodie on and it says owner. And that's because we change all our hooks on our lures to owner hooks because we really trust in them. And also CWC is distributing owner. So, well, that's why. You have to buy that. Really good hooks, sharp. They stay sharp, they don't break off. And you see, Evert can hook the fish with it. I can't, for some reason. But now with this t-shirt, camouflaged, they will see. They won't see me, and now I will catch them. I even hook camera guys with it. Yeah, ear. I gave them a piercing. Poor camera guy. Wenn's gerade nicht beißt, sorgt so ein quer gehaktes Ohr anscheinend immerhin für gute Laune. Der Kameramann bei FishUs sollte sich also vielleicht in Acht nehmen. Right. Fish. I'm with you. I think it's valid. Se me dejó la caña. Yeah, it's valid. Yeah, finally we got a valid fish. Wow, that body with the bass trap. Yeah, it's the way we're finding the fish close to the bottom and fishing really slow and finesse. And the thing with the bass trap is this tail has no salt. The rest of the body has salt, so different density. And you can see that it's wiggling with the slight movement of your rod. Works really well for Sander, also for Bass. Na also, jetzt ist auch das letzte Team entschneidert. Wirklich interessantes Wurmimitat übrigens. Währenddessen vertraut man auf dem Boot von 10 Feet Under weiterhin auf lila stichige Krebsimitate. Fish. Oh, keeper. Keeper. Stay on. 1 kilo, huh? Yeah, 1 kilo. Easy. All right. Good job, man. Nice. 1 kilo. 1 kilo fish. 1 kilo fish. This can be an important fish in this lake. Normally people say that the fish don't get so big. And yeah, such a beautiful fish. Nice. Super fat fish. Yes. All right. 103. 103. Yeah. Thank Good you. job. Nice. Good job. Whew. All right. That's a good fish for the tournament. And only 5 more to go to fill the cart, but still we need the top water, of course, but we want to do this later on. This one quickly goes back. Thank you, sir. And even a nice little dance for us. Yes. Good job. Yay. Can we do it?
Yes, we can. Yes, we can. That's our running gag. Wie immer fischen wir für das Team B1 Honda Garmin. Und was ganz neu ist, dass wir hier den Garmin Force Kraken einsetzen. Das ist der ganz neuer Motor, gerade rausgekommen. Der größte Unterschied halt ist, auf jeden Fall ist er schon mal länger. Und die Halterung. Also früher kennt man ja den Garmin Force, der hat so eine Gabelhalterung, die man hochzieht. Und der ist hier eher gedacht auch für Boote mit höheren V, also höhere Boote. Das ist eine neue Produktgruppe. Also mit dem Motor praktisch möchte man eine andere Zielgruppe erreichen. Und dafür ist der Motor, also jetzt hier im Einsatz, muss man sagen, haben wir da schon schöne Stunden erlebt. Und keinerlei Probleme bisher. Auch interessant, am ersten Tag ist eine offene Gruppe, also man sieht, was die anderen Teams fangen. Und da wohnen schon, also wir sind auch schon ganz gut. Also unser Plan, in der Flachwasserzone die Fische zu fangen, mit unserem Oni-Spinning-System, hat gut funktioniert. Niklas hat ein paar schöne Fische rausgehauen. Plan ist aufgegangen. Ja. Jetzt, der nächste Plan ist abzugraden und heute Abend nochmal Topwater. Hoffen wir, dass es funktioniert. Frankie muss mal nochmal einen auf seine Dropshot-Technik rauszimmern. Ja, im Training hat es funktioniert wie so immer. Jetzt im Turnier muss es auch funktionieren. Also man sagt, dass die Fische hier schnell ziehen, von oben nach unten. Der Bass ist also hier sehr aktiv. Der dreht hier immer seine Runde, patrouilliert. Und ja, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, ist man natürlich immer am Fisch vorbei. Leider. Deshalb werden wir jetzt mal eine Stunde ein paar verschiedene Spots hier abangeln. Das sind riesige Gewässerflächen. Wir waren hier auch noch, also ich war einmal für 3 Tage hier als Familienurlaub. Mit dem Guide übrigens, mit dem Daniel am Start ist, Paul, Captain Lodeck. War ich im Frühjahr hier und hier sieht man es ganz gut. Adrian, guck mal, das Wasser war, wo ich im Frühjahr hier war, fast bis an den Bäumen dran. So viel Wasser ist hier abgelassen. Also jetzt kann man gut erkennen, wo wir im Frühjahr geangelt haben. Ja. Where do you go? We're gonna get it. Approved. It's a small one, but it's an approved fish. It's not a monster, but for sure a 500 fish. Yep. 5-3. Approved fish, small one, but we need to fill the cart. Upgrades we do later. Again on the water strike, Strike Pro water strike, owner hooks, and gone. I'm on fire. Yeah, fish. And then we can do the end word from the water. Hey, that would be nice, wouldn't it? Yeah. I think it's approved. Yeah, maybe. Lift. Oh. I flipped the net, you saw it? Flip the net. Finally I catch something. Probably too small. 5-3. Yeah. On the Cranky X. Close to the shore. Really small fish, but hey. Saved my ass. It saves my ass. Fish number 6. 6. One to go. One fish and then we have a full cart. Then we're gonna go have lunch. Open the bottles. Kein Riese, aber nach Everts bisherigem Soloritt sicher Balsam für Lex' arme Seele. Team CWC bleibt auf Kurs. Chris und Ken hingegen sind gedanklich etwas abgebogen. In practice we mimicked how the fish are doing and how it basically sounds also if it's underwater. So jig, what is the sound for a jig bite? Yeah. What is the sound for the jig bite? The sound? Dum. No, jig is a dum, dum. Top water is a Got it. Always check the line, especially after you're stuck, because normally the jig falls into a rock
and get stuck like this, and then you have the line over the edge of the rock, so make sure it's not damaged. Very important. So it's another rocky point on the main lake. So same techniques. Melanie will fish drop shot. I keep using a shad for the moment with no result, but at the training, at the pre-fishing, a few big bass have been caught with shads. So I stick a little bit to that. I think we are not late in terms of weight and number of fish, so we try to keep a chance to catch a real big one. There's one. Strong one. Yes! Yeah! Finally! Something that's not a dink! Oh, yeah! On the bass trap! Pumpkin magic! 1 kilo 3. 1 kilo 3. Nice! Nice! Finally! Let's go! Yeah, finally some proper bass on the bass trap. Again on the drop shot, we changed the color from Scapernon to Pumpkin Magic. Yeah, work. First cast there. Boom! Bass trap. Perfect for the drop shot. Perfect for sucky heads. It's perfect for net rig also. It works anyway. And now we need one more for this lake. Hopefully we get it soon and we can fish a bit more relaxed. Leichter Druckabfall, aber um zu entspannen, fehlt mindestens noch ein Fisch. Allerdings macht es ein bisschen den Anschein, als laufe der angefahrene Spot plötzlich heiß. A little. Small one? Yeah. Ah, no. No. I don't know. No. Viene para aquí. Yeah, it's nice. It's okay. No, it's Thunder. Thunder? No. No! Oh. Cuidado, no metas esa cámara. Con salabras. Ahora, sube. Up. We are on a roll! Yeah! Yeah, biggest of the day so far. 1 kilo 170. We found the spot, we found the bait, and this guy is nailing it today. Jumping! Bye, buddy! Yeah, that's a relief. We have the 3 fish. Let's go for the 4th. Rápido. Go! Minimalziel erreicht. Mit jeweils mindestens 3 Wertungsfischen haben jetzt also schon 5 Teams ihre Chance auf die Full Card an Tag 2 gesichert. Nur für Rapalla gilt das noch nicht. Weil beim Schlusslicht aber auch am Nachmittag bisher wenig zusammenläuft, springen wir erst einmal ans andere Ende der Tabelle. Allez, c'est bon. Je vais mettre. Celui-là il est maillé, c'est notre deuxième top water. Boom. Good. This is our second top water fish. It's not that bad, to be honest. It's a kilo fish, I think. About 1 kilo, still on the rattling pop. 094. Ok. 09. Allez, hop, on relâche. All good?
940 Gramm. Allez, hop. Next. So guys, just arrived at a new spot. There is a long, nice weed bed over here. And of course, we keep on casting with the Strike Pro water strike, top water lures. Because this area is really shallow with the weeds. So other baits won't work, because then you get stuck all the time. We caught some nice kilo fish in this area. So fingers crossed, and hope to catch a big one. I'm stuck. Lifted in. Yeah, stuck in the rod. Maybe keep. Yes, yeah. You see, big crankbait. ISM. ISM, my friend Melanie. Big crank and Big bass. How can a bass eat a fish like this? It's crazy. Huh? Yeah. Yes. Oh, really? 5'3". Wow! Wow! Yay! 5'3". Thank you! Thank you, Sadayoshi! Sadayoshi-san! Sadayoshi-san, arigatou! Yep. Ta-ta! It's a bass trap. It traps bass. 0.89 something. So we're fishing with Finnish rods from FishUs. This one is the FW5, one of my favorite Finnish rods, and yeah, I felt something. I don't know. One section and medium light, super sensitive, but yet with a super power reserve. You saw that on the video, maybe, like the bass was pulling and Jonathan was like, with no problem. And this one is the new series from FishUs, Starling, 2 sections, and this is a medium rod, bit stiffer, but yet a lot of sensitivity. And yeah, we are feeling every bite. The hook sets are perfect too. So yeah, try them. Super cool for bass, for perch, and for sander. You feel the talk immediately. Liebe Hecht- und Barsch-Community, viele von euch werden es mitbekommen haben, man kann es hier auch sehen, am Dienstagnachmittag ist nach sehr viel Zeit und Arbeit endlich unser neuer Online-Shop live gegangen. Uns hat dazu jetzt schon eine ganze Menge Feedback erreicht, sowohl sehr viel Positives als auch Verbesserungsvorschläge. Thema Wunschliste habe ich zum Beispiel häufig schon gelesen, da sind wir auf jeden Fall dran. Und genau an der Stelle wollen wir weitermachen. Wir brauchen mehr Feedback von euch und ja, da sind wir natürlich in einer luxuriösen Situation, dass wir so eine geile Community haben, aber wir wollen euch auch einen kleinen Anreiz bieten. Unter 3 von euch, die bei uns im Shop rumstöbern und den Ungereimtheiten auffallen, diese dann per E-Mail an feedback@hechtundbarsch.de schicken mit URL und Screenshot, das ist ganz wichtig, verlosen wir 3 100-Euro-Gutscheine. Und natürlich ist bei einem Online-Shop auch der Bestell- und der Versandprozess sehr wichtig und auch hier wollen wir einen kleinen Anreiz schaffen. Wir verlosen 7 100-Euro-Gutscheine unter allen, die für 30 Euro oder mehr bestellen. Beide Aktionen gehen bis Montag, den 12.02. um 24 Uhr. Man kann auch mehrmals mitmachen, sowohl mehrere E-Mails schreiben. Wenn es konstruktives Feedback ist, wird das jeweils gezählt und genauso zählt natürlich auch jede Bestellung als einzelnes Los. Eine wichtige Info zum Abschluss: Wer unser Newsletter noch nicht abonniert hat, sollte das unbedingt machen, denn da wartet eine richtig coole Überraschung auf euch. Wir sagen schon mal im Voraus herzlichen Dank
für konstruktives Feedback und Support in jeglicher Form. Danke. I got the fish with this one. It's the new kickback, short lure of Rapala, the crash titty. This one is in 5 inch and it have 2 injections with salt in the bottom. It always goes straight when you reel it and it's softer and lighter at the up. He always have the good position in the water. He have a lot of strength and the fish hold in the mouth a long time. It's so funny to fish with the new lure from Rapala. So viel zur Theorie, aber was sagen die Bass dazu? Tengo uno bueno, Fish. Really nice, eh? Ooh, big bass, Bismarck. Yes! Oh my god! Yes, sir! Oh, that's a big bass. Oh, really, really big bass. On the new craft shitty. On the new sub-bait craft shitty. Ooh, this one weighs a lot. Ooh. Woof, 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 woof. What's that? Whew, that's a big fish. That's a big fish. Nice game, my friend. Let's clip and wait. 2 kilo 15. 2 kilo 15. Cool. That's a really big fish. Goodbye, my friend. Really big mama. Big mouth. Muy bien, chaval. Muy bien. We have a really tough day. We only have one small fish? One fish before this big. I casting in the rocks. I leave to my soft bait to the bottom. I am hopping up in the bottom. It's a 5 inch soft bait from Rapala, the crustity. When I stuck in a rock, I leave the rock. And when I leave the rock, they eat. Finally, we got with the landing net. We are really happy. We need 5 or 6 more like this. Bisher lief es unrund. Nach diesem Lanker sieht die Welt für Team Rapala aber gleich schon ganz anders aus. Das erste echte Erfolgserlebnis von Manuel und Vincent wird auch auf dem Nachbarboot registriert. We just saw another team, that's Rapala guys, just netting a good fish on a point. We discovered at the pre-fishing that was our top spot. They were before us. Just for you to understand, we are close to another point we want to fish, so we just go fast with crankbaits in between, but this is not at all what we plan to do for a long time. But you never know, along the cliffs, sometimes there are big fish. Ja, komm. Ja, da ist er. Sehr gut. Erster Topwitterfisch. Niklas. 0,60, 600 Gramm, kein Riese, aber für uns wichtig, Topwater. Niklas. Richtig geil. Now just taking top water.
We are starting, I think, the good hour for top water. Later, the sun is going a little bit more down, and with some more fish on the shallow area. So let's try with a precision extreme pencil, 107 millimeters. Maybe it's time to take a break. It's dangerous. Now it's dangerous. It's getting dangerous. Yeah, it was very scary. But hey, Daddy, did you see that again? Yeah, you. Yeah. Wait. Yeah. Wait. Das ist wie bei 17 und 4, 21 tot. Kennst du das? Nein. Ich kenne nur Löwe. Ja, das machen wir nachher. So. Aufpassen. Aufpassen. Okay, Hals drauf. Habt ihr gesehen? Das war auf jeden Fall. Tot. Gut. Aber gut, weil das ist so, die Krebse wandern hier hoch und der Bass lauert unten am Rand, bis der Krebs rausrennt oder runterkommt. Und deshalb diese Wurftechnik. Der rennt raus. Deswegen muss der Köder raus. Deshalb muss der Köder auch und langsam wieder runterkommen. Weil ja, richtig ist es. Der Krebs rennt raus. Go on, keep up. Keep up. Good size, good size. That's funny. Oh my god. Yeah. Oh my god. Yeah, you lost the landing in the water. The water, it was first stuck, then it got off, I lost it. Yeah. Oh shit, what a mess. Yeah, that's funny. Did you see that? Oh my god. Even lost one shoe. Yeah. Finally. Yes. I got good one. We will always remember this for the rest of our life. All right. How much? 1.05. Okay. Thank you. Thank you so much. Arigato. Arigato. At the same time in the net, and I grabbed the net with the fish. Yeah. Oh my god. Oh my god. I saw myself jumping in. Oh my god, that's funny. Scheint so, als müssten einige Angler langsam ein bisschen mit der Sonne aufpassen. Trotz unkonventioneller Kescher-Technik schieben sich Chris und Ken auf Rang 2 vor. In der Zwischenzeit ist Frank wieder von seiner besonderen Wurftechnik abgerückt und will nun von einer jüngst gemachten Bekanntschaft profitieren. der Spot hier ist eine ganz lustige Geschichte. Hier seht ihr Jetski. Und zwar haben wir an der Bootsrampe, an der Slipanlage einen Spanier kennengelernt, der Jetski gefahren ist. Und der meinte, dass er jetzt so Jetski fährt, seine Session. Und angeln tut er erst nachher. Ist auf jeden Fall ein begnadeter Bassangler. Mit denen hat sich Niklas wieder super supportet. Oder verstanden. Niklas kam wieder sehr gut an. Wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und abends haben wir ein paar Stellen, ein paar Informationen bekommen, weil das lediglich ist, was wir haben. Mehr haben wir hier nicht. Also wir haben hier keinen Guide oder haben auch kein Guiding vorher gebucht, sondern selbst erarbeitet. Aber der Spot hier ist, den hat er uns abends mal geschickt, ein paar Stellen, Spot Jetski, und der hat auch funktioniert. Wir haben hier einen Bass gefangen und Niklas hat hier einen riesen Karpfen gefangen. So, hier noch hier Schnacke. Los Frank, ja. Fischfang. Ah, ich muss noch Köder dran machen. Ja. So we will fish the rocky point there, but to make sure we make no noise or whatever when we arrive, we start like 200 meters before. We'll be doing like crankbait or stuff like that the time we reach the point, but at least when we arrive it's quiet.
Big one. Ah, stay on, stay on. Legs, andere kant, rechts voor mij. Oh, fuck. Off. Off. Not a big one. No, but it's an approved one. I almost fell in. Would that be nice? With the rod and the fish? Yeah. Yep. 5'2". Small, golden colored bass. Hey, full card. Lex bleibt hier heute der wertvollste Keschermann. CWC erreicht als drittes Team die maximale Anzahl an Wertungsfischen für Tag 1, hat aber im Gegensatz zu allen anderen auch schon 3 Topwater Bass auf dem Board. Komfortable Ausgangslage. Bei 10 feet under arbeitet man daran. We got 2.5 hours left. Now we need to make it work with the topwater and ideally also upgrade a few of the small keepers we have. And I think then we can be happy for today. And I think we will focus now as there's cloud coming up and the sun is going down more on the top water. Should be working, but generally I think the top water bite is not that good at the moment, but we will try and make it happen, huh? Let's do it! Yes we can! Yes we can! Okay, let's go next spot. Ken und Chris preschen los nach Norden, um zu Topwatern. B1 und CWC kreisen weiterhin in der Bucht. FishUs bleibt im Süden. Fish and Ship befinden sich nach dem Ausflug in den Nordosten jetzt auch eher südlich auf dem See. Für Vincent und Manuel geht's in die andere Richtung. Zero, 5, 2. Small keeper. Small keeper, but it counts. It counts. And we need it. Now we have 3 fish. That is the minimum we need. And now we go for bigger fish. But try making a big bag. No sé si hay una opción per acá. Mierda. Tú tranquilo por eso. Sube. Te va a partir con el Es complicado, Coño, complicado. Que no quiero perderlo, estoy cagado. Tranquilo. Ahora sí. Ahora sí. Now we're on the game. Tabardo. El tabardito. 225. Oh! Cógelo. Thank you, buddy. You made my day. Stark! Der
Der größte Fisch des Tages bisher lässt César und Jonathan dicht ans Spitzentrio heranrücken. Und inzwischen muss man sagen, der Bass Trap Worm scheint seinen Namen wirklich nicht umsonst zu tragen. The bass trap again. It's working. It's working. It's just working. It's the bait of the day. So, neuer Köder. Was sich herausgestellt hat, dass Tubes hier auch sehr gut funktionieren. Da holen wir uns eine raus. Blei wird einfach ins Loch reingesteckt und dann, wie nennt man es, nicht Racky, aber, ne, ist kein Racky, aber einfach dann durchgesteckt. TBE-Material, stabil, und so habe ich und Frankie ein paar Bass hier gefangen. Sieht komisch aus, aber fängt. So, Freunde der Livescope-Technik, wir starten jetzt unsere Power Hour. Dazu haben wir 2 Livescope-Geber an Bord, und zwar an der Geberstange Kaiser Edelstahl. Das Besondere ist hier, neu installiert mit einer elektrischen Geberstange, sodass man beide Hände frei hat zum Werfen und zum Angeln und kann mit dem Fußpedal praktisch seine Geberstange benutzen. Die setzen wir jetzt rein. Ja. Geber Nummer 1 ist hier gesteuert über ein GPS-Map, XSV, und hier sieht man schon Fisch, wenn man mal guckt. Ja, haben den zweiten Geber montiert am Garmin Force Motor. Das ist auch wichtig, wer lange was von seinem Geber haben will, schaltet, wenn der Geber oben ist, praktisch, geht einfach auf Echolot ausschalten, und dementsprechend tackert der nicht. Also da sind der Kristalle in so einem Geber drin. Er hält länger auf jeden Fall, wenn er nicht trocken läuft und wenn man ihn nur anhat, wenn man ihn braucht. Wir haben hier 2 verschiedene Systeme, also GPS-Map läuft autark, sodass wir praktisch beim Ausfall, was passieren könnte, immer noch ein System haben, was funktioniert. Das ist direkt geklemmt, können wir uns näher mal angucken. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal sehen, man sieht hier die Unterwasserwelt super, dass hier viele Rocks, also hier sind Steine. Jetzt werfe ich mal dahin. Ja. Fisch. Top water. Good. 0.55. 0.55. This one comes from top water. In Orellana we can do better on top water. See you soon. Bye. Ouais. C'est bon. C'est correct. Awesome. That should be a grounder. Ah, si, c'est un bass. Bien sûr que c'est un bass. Tu racontes, toi. Ouais, toi aussi, It's a medium-sized bass, but we need it. That's okay, take your time. They're pretty nervous. And with drop shot, it's thin line, so we don't pull too much. Si, il est beau. Ah, je sais. Hop. Good, good job. That's maybe a kilo fish. 900 something. Il fait quoi? 108. Cool. Release it. Okay? Mm-hmm. Cool, nice. 108. What will make it relaxing is to get the last topwater fish tonight before the end, because we don't have that pressure of getting a topwater fish in Orellana. So we need to put like half an hour of our time topwater fishing before the end of the day. So then if we complete that target of 3 topwater fish, then we will be good for Orellana. Nachvollziehbarer Wunsch. Noch ist aber der Dropshot-Köder im Wasser. Ça poisson ça? Oh là 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 là, ça c'est un bass sûr. Vu le rush, c'est un bass. C'est un ours. Prends ton temps.
tu risques rien. Juste que tu sois vigilante qu'il ne repasse pas sous la coque ou sous le moteur électrique ou quoi, attention elle monte. Tant que tu peux en reprendre, tu en reprends. Il est là. Ouais, j'ai vu. Voilà, plonge bien, que ça frotte pas sous la coque. Moi je suis prêt, hein, mais le force pas, il va venir là tout seul. Boum. Mama, madre mia. Putain de ta mie. Yeah! That's a big one. Look at how it was hooked, barely hooked on the striking finesse worm. Now we are talking. That's a real big one. That's heavy. That's 2 point something to. Boom! 2.3. 2.3. Non, tu m'as raté. Ah! Too good. Look at that. What a fish it is. Bien joué. Oh. Boom. Yes! That's a giant. That's a giant. Exactly what we needed. Ah putain! Too good. Wahnsinn! Es fällt gar nicht so auf, weil Melanie hier so beiläufig Bass um Bass ins Boot holt. Aber das ist hier heute mit die beste individuelle Performance, die es bisher im YPC BASS zu sehen gab. Damit fliegt Sylvains 0,94 Kilogramm Topwater Bass als kleinster Wertungsfisch vorerst raus, könnte aber an Tag 2 wieder reinrücken, sollten die beiden einen ihrer Bass aus dem Sola durch ein Exemplar aus dem Orellana ersetzen. Für Team Fish and Chip deutet schon jetzt einiges aufs Weiterkommen hin. In den unteren Tabellengefilden wird derweil die Fischsuche intensiviert. So now we are going to use the power hour using active target 2 from Lawrence for try to locate fish. Light is going down and we want to see if fish are going up. Try to catch them by using active target. Like this. This is what we are expecting. There are fish swimming around the rocks. There are fish swimming around the rocks. Here, there we go. ¿Lleva? Cuidado que no salten. Netwick! 0.57. It's okay. Keep her on the small netwick. Small netwick. Finesse fishing. Ah, yeah. He loves the scent. He loves the scent. Yes, I like to play with them. Geile Route, Dicker. Hast du Bock auf einen gratis Angelscheinkurs zum Verschenken an Valentinstag? Dann bleib jetzt dran.
Das ist so ein romantischer Abend heute. Liebling, ich muss dich noch was ganz Besonderes fragen. Willst du mit mir angeln gehen? Ja, ich will. Damit es bei dir am Valentinstag genauso gut klappt, haben wir für dich ein Hammerangebot. Von heute bis zum 14.02. gibt es auf anglerschmiede.de beim Kauf eines Expertenkurses einen Online-Vorbereitungslehrgang im Wert von bis zu 149 € einfach kostenlos dazu. Also sichere dir deinen Kurs mit dem Code Valentin und mach den Valentinstag zu eurem großen Tag. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Okay, so we kept trying the drop shot, but for 20 minutes nothing. So we're switching techniques. We are trying to power fish a bit this zone. One on top water, the other one on chatterbait with a paddle tail trailer, the S Petit soft sub trailer. Hope for a top water fish around. It's the time. Should be starting in any moment. Yep. Yeah, no, no. Yep. Que sale porque Dios quiere. Te lo digo. La caña. Controla el equipo, César. 0.67. Not the biggest, but as a top water fish. So, bye bye. Bye bye. Bye bye. The first top water fish of the day on the S Petit is a top water stick bait. And yeah, I was casting there, missed one bite, cast again, missed one bite, and then stop the lure and papa, 2 touches and boom! Yeah, it was not the biggest fish, but super cool. Mirror side color, awesome. Topwater läuft jetzt und nachdem César und Jonathan nach den ersten Stunden noch völlig fischlos auf Rang 6 lagen, sind sie mittlerweile bis auf Platz 2 vormarschiert. Bei CWC hingegen ist die Bissfrequenz am Nachmittag deutlich niedriger. We need something because the other teams are catching kilo after kilo. Yeah? Yes, upgrade. Maybe not a monster, but this can be an 800 fish or so. 7-9. Close to 800 grams, so it's at least an update. Again on the Strike Pro Water Strike. Fast back. Oh. Üb schon mal für YPC Bank. Wieder befreit, ich sag ja, steile Kante. Frank hat ein bisschen eine nasse Unterhose. Ja, ich komme. Hier sieht man mal, wie steil das abgeht, wenn man seinen Livescope nicht traut. Vorsicht mal. Und ja, Leute, auch vom Boot ist es, kann man mal einen Landgang machen. So, weiter jetzt. Live-Hour ist vorbei. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Spot. Und hoffen in der letzten Stunde noch vielleicht einen schöneren Bass, den wir brauchen. 2 Kilo Bass würde uns jetzt gut stehen. Wir machen jetzt noch Felsen anwerfen, also weil wir gemerkt haben, die anderen Gruppen haben hier schon die größeren Fische gefangen in dem steil
ablaufenden Kanten. Und die letzte halbe Stunde machen wir noch mal Topwater und versuchen da noch mal einen Fisch zu kriegen. Aber hier sind die größeren, das ist das Thema. Man muss sie nur fangen. So guys, now is the last hour of the tournament and we try to utilize the Garmin Live Scope in the power hour now. So we switch on the live transducer right now so we can see forward in live. There's two transducers on the trolling motor. One is the LVS 62 and the other one is the LVS 34. And one can look in this direction and the other one is in it's off. A small one, yes. And the other one is in perspective mode. That means you can see basically the whole area where there is bait fish or rocks. Cabardo. No pesquero, lo burro, vamos. Pesquero, vamos a llevar ensalada. Finally! 1 kilo 1. Nach César ist auch Jonathan mal wieder dran und landet Wertungsfisch Nummer 7. Der Auftakt ist also doch noch geglückt und inzwischen ist das andere mediterrane Duo das Team mit deutlich mehr Luft nach oben. We are thinking with Manuel, maybe we have a spot where there is blick, suspending big band of blick, and maybe we are going to finish there. It's quite a good spot for bass because they want to hit blick, so let's go there. Okay, we're gonna finish this area in top water just to try to have the third one, and then we're gonna do it quickly with the power hour or not? That's up to you. We don't really need it, but we're gonna use it just to do. If we manage to catch one quick in top water, so we have our mind crystal clear for tomorrow, for the next round. The point is, if we don't manage to catch it, we need to, I think, sit here or at the first spot, trying to get that last fish in top water. Yeah. Okay. Good. Wir fahren wieder zum Krautfeld entlang und versuchen Topwater. Mit Topwater noch 2 Fische zu fangen. Dann hätten wir eine Full Card, dann bräuchten wir aber am nächsten See keine Topwater-Fische mehr fangen. Mal schauen, nur noch die Größe verbessern, da sind wir ein bisschen hinterher. So, und da bekanntlich Frankie der Topwater-Frank ist, hoffe ich, dass mein Frankie jetzt noch einen auszimmert. Der Tag heute war bei mir nicht so gesegnet von Fisch. Aber so ist Angeln halt. Ja. Oh, nice! Yes! Okay. Okay? Yeah, come on. All right. Yes! Good job! Good job! Yes. Wow! Nice! As you can see, the scope works. Job, Chris. Yatta. Good job, buddy. 1 kilo? No, easy. No, it's 1 kilo, I think. No. Come on, come on. Yeah, 1.14. 114. 114. All right. Yes. Good job. So happy. We can make it work in the end. In the last hour, we can get the top water fish. 1 more to go, then we got 10, and that's pretty much according to plan, except for the few small ones we have. But we can upgrade those next day. Bye bye, my love. Thank you for the ride. See you next time. Good job. Yeah. Hey, Daddy. Good job. I found it good spot. Okay. Let's go, Chris. Let's go.
Boss. Big one. Big one. Oi, 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 oi. Big one. Yes! He did it again. He did it again. I'm for the netting. So happy with this fish. 1.28. Yeah. Really happy with this fish. Even though we turned on the live, I didn't saw it. I was just casting at the shoreline. Luckily for me, we took it. Oh my God. I can try to catch a sheep. I think I can reach it from here. Evert, yeah. What do you think? Try it. Zero, 5, 4. Bye. And one other thing, yeah, fish, perch, bass. Bass. I mean, it's a small one. Anyway. Yeah, I think it's too small, but. This is, yeah, legs. This is my punishment. Nee. Hij zit erin. Ja, voor de vis, onthaakte vis. Pak hem gewoon in de bocht, ja. This one is deep in. Karma. This is karma. You know why? Because you hooked the camera guy. In his ear. In the ear today. Oh, this hurts, man. Oh, it's almost there. Yeah. Okay, give me the plier. Legs. Do it yourself? Yeah. I'm glad that I'm not a pussy. Well done. That's also the key, guys. When you hook yourself, just be fast. Grab your plier and don't be a pussy. Grab it and then just punch it through. Because otherwise you have a trouble. You need to go to the hospital in the middle of nowhere. So you need to be tough for yourself. Just cut it and keep on hammering. Es hätte nicht unbedingt einen Beweis gebraucht, aber jetzt haben wir ihn trotzdem. Der Mann ist ein harter Hund. Also Leute, vor allem wenn ihr nicht in Rufweite eines Krankenhauses angelt, denkt an eure Kneifzange. Während Evert für Angelglück und gehackte Ohren also zum Schluss noch einen drüber kriegt, gibt sich Petrus Lex gegenüber versöhnlich. Not a huge one, no. Off and off. Je doet het zelf. Small, but I'm happy with it. Yeah. 5-0, 5-1. 5-1. Congrats. Small but beautiful. You see these fish here in this lake, they have not so much color. They're more golden. Can I put it back? Irrelevant für die Wertung, trotzdem ein schöner Abschluss für Lex, denn das war der letzte Fisch für heute. Hören wir kurz rein, wie die Teams ihre bisherige Performance einschätzen.
Okay, so day one is over. Started really bad, then turned really good, then bad again. And that's fishing, they say, but yeah, we had to get the big ones or we're dead. See you guys. See you. We got our 7 fish here, including 2 topwater, which is okay. Not big ones, but still. We got 2 big ones that will count at the end for sure. Yeah. We are not in a bad situation. No, we followed our plan. So tomorrow we need 1 topwater bass, needed, no doubts, plus improvement of the small ones. So doable, I guess. Ja, definitely, ja. Let's go. So, der erste Angeltag ist rum, Niklas. Fisch. Die Anspannung auf jeden Fall war zu merken am Anfang. Wohl, nachher waren wir sehr cool. Ja, würde ich auch sagen. Für mich war das jetzt nicht so der beste Angeltag. Tag 2 ist auf jeden Fall klar, was wir da machen müssen. An unseren Größen noch arbeiten, weil groß haben wir bisher noch nicht gefangen. Leute, drückt die Daumen für den nächsten Tag. Danke nochmal ans Team, zu Hause. Garmin, Honda. B1-Team natürlich, Tobi zu Hause, der alles organisiert hat. Gemanagt. Der neue Motor, neue Livescope-System. Und unser Niklas ist auf jeden Fall in Feier. Jetzt werden die Fische noch größer und dann hoffen wir mal, dass wir einen geilen Tag noch haben. Also, Frankie, jetzt fahren wir heim. Genau. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Well, practicing was better. Yes, but we have better fishes and more. No, we caught less during practice. We caught more now, I think. Yes, more, but small ones. We caught a lot of more one today. We have to do better in Orellana. Yes. The lake for the big ones. Orellana, we have to take big ones. Today we make the fish for the keepers, not for the big ones. So next time on Orellana, let's go for the big ones. Yes. See you soon, guys. It was not what we expected. I mean, you always in your dreams expect a lot more. Yeah. When you go to bed the day before the tournament, you think you will catch 2.5, 3. Yeah. So that didn't happen, but after all, considering what we caught in practice, because as I mentioned earlier, one day it was like 0 bass, 15 zanders. So next time, Orellana, we go big or go home. Guys, that was it. First day of the YPC BASS 2024. It was a great day with you, and I hope you guys enjoyed it at home. See you in the next episode. Yes. Yeah, thank you. I'm happy for today. I'm also happy. Thank you. It was a nice day. And thank you for the laugh. Karma. And the cry. Karma for the camera guy. Yeah. And a new personal best. Yeah, I called the camera guy. Also, yeah. Sometimes I catch a drone. 90 kilo. Sometimes I catch the camera guy. Sometimes I catch myself. And I called my personal best today. Yeah, that's good. So, hey. See you in the next episode. Of the Lake Orellana. That's it. See you guys. Thanks for watching. Thank you. And if you want to say something or ask something about our lures, or put it in the comments, and we are happy to answer them. See you in the next round. Bye bye. Das war's. Evert und Lex sind zufrieden. Bei den anderen Teams herrscht eher verhaltene Stimmung. Trotzdem ist klar, sollten Sylvain und Melanie am zweiten Angeltag die Karte voll machen, wird ihnen das Finale kaum zu nehmen sein. Der Rest lässt sich dagegen nicht so leicht prognostizieren. Die Jungs von FishUs haben am Nachmittag stark aufgedreht und gehen mit einem soliden Board in den zweiten Angeltag. CWC mit Lex und Evert rangiert knapp dahinter. Für die Niederländer spricht allerdings, dass sie als einziges Team schon alle Topwater-Fische eingereicht haben. Von eben jenen konnten Christian und Ken kurz vor Schluss wenigstens noch einen abhaken und ihre Ausgangslage für Tag 2 so erheblich verbessern. Trotzdem werden 10 Feet Under genau wie Rapala und B1 eine Schippe drauflegen und vor allem die ganz kleinen Bass aus der Wertung kicken müssen, wenn sie das Finalticket lösen wollen.
Bevor wir euch verraten, wie es für die Teams aus Gruppe A weitergeht, zeigen wir euch aber erst einmal den ersten Angeltag der Gruppe B, wo unter anderem bekannte YPC-Gesichter wie Marc Patschowski, Frédéric Julien, Daniel Andriani, Luis Mendes und das Pfälzer Bass-Talent Markus Eule gegeneinander antreten. Unterhaltsam wird's also auf jeden Fall. Ob auch schöne Fische dabei herauskommen, seht ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin eine gute Zeit, lasst uns ein Like da und schaut mal in unserem brandneu aufgesetzten Shop vorbei. Hasta luego und ciao.